Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, es geht euch allen gut und der Renovierungsvlog geht weiter. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Bielefeld, weil ich eine unserer IKEA-Bestellungen dort abhole. Oder sagen wir es mal so, die Aufsätze für meinen Kleiderschrank gab es nur noch in Bielefeld, die waren nur noch da lieferbar. Und ich habe jetzt Click and Collect gemacht, weil ich hätte es auch gerne liefern lassen, aber das ging irgendwie nicht. Und naja, Bielefeld ist von Hannover jetzt nur eine Stunde entfernt, deswegen geht es halt noch. Und ich fahre jetzt schnell dahin. Ich habe jetzt gerade Feierabend gemacht und fahre jetzt schnell nach Bielefeld, die Aufsätze halt abholen und ja. Was soll ich sagen? Die anderen Sachen konnte ich aber bestellen und die werden jetzt nächste Woche geliefert. Und ja, aber dann habe ich alles und dann muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ist bei IKEA schon immer voll vieles, also bei unserem lokalen IKEA hier in Hannover, da war das gar nichts lieferbar von den ganzen Sachen. Und dann blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als das so zu machen. Aber ist okay, ihr wisst ja, ich fahre gerne Auto. Und ja, das ist so der Plan. Und ich denke mal, ich werde das dann jetzt diese Woche auch schon gleich aufbauen. Und ich glaube, dann ist es bald schon fertig. Dann habe ich es endlich geschafft. Ich bin so froh, wenn das abgehakt ist von meiner To-Do-Liste, weil sich das jetzt auch schon so lange zieht wieder. Aber hey, das wird super. Es hat alles geklappt, ich konnte alles abholen und ich bin jetzt auf dem Weg wieder nach Hause und es war ein bisschen anstrengend. Wenn man sich aber so im IKEA halt noch nicht auskennt, dann ist es immer so ein bisschen komisch, sich da erstmal zurechtzufinden. Aber naja, es hat aber alles super so jetzt geklappt und ich freue mich, wenn ich zu Hause bin. Heute gibt es Abendbrot. Keine Lust, was Aufwendiges zu machen. Ich habe heute Nägel neu gemacht und wir haben ja Oktober und ich dachte halt, kannst du mal fokussieren? Da. Und zwar schwarzer Tipps. Mit schwarzen Tipps, nicht Tipse. Weil wir haben ja jetzt Oktober und ich dachte, ach, das passt irgendwie. Finde ich ganz schön. Ich mache mir jetzt was zu essen und dann werde ich, glaube ich, gleich mal einen Schrank schon mal aufbauen. Denn, ja, ich wollte das schon mal testen, wie schnell das geht und dann mache ich morgen den Rest. Aber jetzt muss ich erstmal was essen. Also der Zusammenbau war jetzt eigentlich ziemlich leicht. Ich musste nur so ein bisschen mit der Wierum fertig werden, aber eigentlich steckt man das halt nur zusammen. Und das war's schon. Ich muss dann eigentlich nur noch die Türen anbringen. Ich habe jetzt gerade nur 10, 15 Minuten dafür gebraucht. Ich wollte es einfach mal testen, aber dann weiß ich, dass das morgen ganz schnell geht. Weil wir müssen auf jeden Fall morgen dann den Schrank hier nochmal... Also wir haben dann noch ungefähr 20 cm Platz und der muss dann nochmal 10 cm rangerückt werden, damit dann da der Anbauteil hinpasst. Ja, ich werde dann jetzt gleich erstmal oben die Sachen runterholen schon mal, die ich da oben für kurze Zeit jetzt, wie sagt man, gestaut hatte. Dass das schon mal frei ist und morgen muss ich dann einmal den Schrank komplett leer räumen. Dann müssen wir den verschieben. Und dann würde ich sagen, wenn der in der Position ist, dann bauen wir die restlichen Korpusse zusammen.
packen die oben schon mal dran, dann kommen die Türen rein und dann sollte es das gewesen sein. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Samstag und ja, ich wollte eigentlich joggen gehen, aber es regnet so doll, dass ich dann keine Lust hatte. Das mache ich jetzt nachher. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nochmal zu Ikea, weil ich was umtauschen muss, weil ich habe gesehen, ich habe irgendwas mitgekauft, was ich gar nicht brauche. Irgendwelche Deckplatten für dieses Platz da. Und die benötige ich halt gar nicht, weil das bei mir eh komplett unter der Decke ist. Also ich brauche da nichts mehr oben drauf sozusagen. Und genau, deswegen fahre ich jetzt kurz hin, tausche das um. Da muss ich noch was zur Paketstation bringen und dann fahre ich einkaufen. Und dann fahre ich nach Hause und dann frühstücke ich. Wobei ein kleines Frühstück gibt es schon jetzt. Klein High-Protein-Riegel. Und dann baue ich die Regale auf und das seht ihr ja dann gleich. Aber das ist jetzt so der Plan und ich bin motiviert. Wir haben heute Sonntag und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern nicht mehr viel gefilmt, weil gestern dieser Aufbau der Schrankaufsätze war alles andere als, also die Schränke selber ließen sich super leicht zusammenbauen, aber die Türen mit den Griffen, das war irgendwie sehr aufwendig und ein bisschen nervenaufreibend, dass man es richtig macht. Und einmal wäre beinahe was schief gegangen und ich hatte einfach überhaupt keinen Bock, diesen Prozess zu filmen. Dann ist es auch leider so, dass ich mich mal wieder vermessen habe, wie immer. Und leider waren die Schränke dann doch ein kleinen Tick breiter, als sie hätte sein dürfen. Aber generell sieht es jetzt nicht so schlimm aus. Das Einzige ist, die Gardinenstange oder meine Gardinenstange Band, was ich hier hatte, musste dann entfernt werden. Ich zeige euch das jetzt mal. Tada! So schaut es jetzt aus. Das ist jetzt sozusagen der Schrankaufsatz. Und dann, wie schon gesagt, hier in die Ecke kommt dann noch mein Anbauteil. Wir haben auch dann den Schrank jetzt endlich verschoben in die richtige Position. Und leider steht es jetzt hier ein bisschen über und dadurch hatte meine Gardinenstange keinen Platz mehr. Und das Problem ist aber, hier ist halt auch die Fensterbank. Und wenn ich es jetzt da ranbohre, dann geht die Gardine genau über die Fensterbank. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, die Gardinen wegzulassen. Sowieso war das auch mehr nur Deko bei mir. Ich habe die nie zugezogen. Ich ziehe halt immer hier meine Plissés zu. Und ich glaube, das gibt dem Raum dann auch nochmal einen cleaneren Look. So schaut es dann von innen aus. Das heißt, ich habe ordentlich Platz, hier nochmal dann Sachen zu verstauen. Ich habe da jetzt noch nichts eingeräumt. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich bin ja sehr, 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 sehr happy damit. Und der Schrank wird nächste Woche geliefert. Der hat dann auch das gleiche Türmuster und die gleichen Griffe. Und ich denke mal, dass sich das dann super harmonisch in den Raum einfügen wird. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder ein paar Tage später. Heute ist ein richtig schöner sonniger Tag. Ich kann es allerdings heute nicht genießen, weil ich heute am Arbeiten bin, aber wenigstens im Homeoffice. Und ich habe jetzt gerade eine kurze Pause und setze mich jetzt dann mal kurz auf den Balkon. Ich glaube, heute ist so der letzte Tag, wo ich so mal den Balkon in seiner Sommerpracht noch mal so ein bisschen genießen kann, weil ich werde den Tage jetzt auch den Balkon Herbst und, obwohl wir sind ja schon im Herbst, aber auf jeden Fall auch Winter ready machen.
Das heißt, alle Kissen reinholen, den Teppich reinholen und Vorhang und das alles. Und aber heute kann man auf jeden Fall noch mal schön auf den Balkon setzen. Und ansonsten haben wir morgen Freitag und am Samstag werden dann halt ja meine Möbel geliefert. Und ich glaube, dann werde ich am Wochenende schon mal den ersten Schrank aufbauen, also den Anbauschrank für meinen Teil noch. Weil dann kann ich nämlich schon mal die Sachen, die ich dort reinpacken möchte, da auch schon mal hin tun, damit ich dann auch die Regale von der Wand abnehmen kann. Ja, und ansonsten ist es wirklich ein wunderschöner Tag und ich sitze jetzt hier nochmal auf meinem Balkon und genieße das. Und ich bin ja so happy mit dem Balkon und wie er geworden ist. Und ich bin sehr gespannt, wie ich ihn halt über die Feiertage dekorieren werde. Da muss ich mir noch mal so ein bisschen Gedanken machen, ob ich vielleicht dann auch wieder einen Tannenbaum hinstelle oder irgendwie sowas. Ich hatte auch überlegt, hier in die Ecke vielleicht. Ich habe ja diesen einen Plastikbaum, den ich jetzt persönlich nicht so gerne mehr mag. Den wollte ich eigentlich auch verkaufen. Aber ich habe überlegt, vielleicht stelle ich den hier auf den Balkon. Müsste eigentlich von der Höhe passen. Und ja... Ach, irgendwie, ich freue mich schon so voll auf die Adventszeit, obwohl es ja heute so ein super warmer Tag ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad haben wir? 16. Wir haben heute 16 Grad. So, man glaubt es kaum, aber die Wand ist leer. Hier ist ja mein Schminktisch. Also wenn ich filme, dann seht ihr ja meistens so diesen Hintergrund. Und die Wand hat super viele Löcher, ne? Weil ihr wisst ja, in diesen fast 10 Jahren, in denen ich jetzt hier wohne, oder 9, 8 Jahre, habe ich hier schon 1000-mal Sachen geändert. Das Gute ist, der Schrank steht davor. Ich muss nicht streichen, ich muss gar nichts machen. Wenn wir irgendwann mal ausziehen, dann muss ich natürlich diese Wand in Ordnung bringen. Aber ansonsten sieht es ja keiner, das ist ganz gut. Ja, und wie ihr sehen könnt, steht hier schon der erste Teil. Das wird natürlich nicht so bleiben. Ich habe jetzt erstmal alles hier hingeworfen, was da an der Wand lag. Und ich habe auch noch nicht alle Bretter eingebaut, weil ich muss noch mal so ein bisschen gucken, wie ich das machen will. Ich glaube, da oben will ich noch so eine Scoop, so nennen sich diese Taschen, reinpacken und da packe ich dann Perücken rein. Hier will ich, glaube ich, so Perückenköpfe lagern. Weil ich glaube, ich finde es nicht gut, wenn alle meine Perücken in so einer Tasche sind. Ich weiß es noch. Naja, aber ich werde jetzt erstmal mit den Korpussen starten, die aufbauen. Und ich hoffe, dass das schnell geht. Wir haben jetzt 10:30 und ich hoffe, dass ich vielleicht so um, weiß nicht, 1, 2 fertig bin. Und dann werde ich auf jeden Fall auch noch hier, das sind dann die Schubladen. Und die Stangen will ich einbauen und die Türen machen wir dann morgen oder übermorgen. Das ist so mein Plan. Das Tolle ist, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber der Packschrank kommt halt zusammengebaut. Das heißt, man muss den nur so mit den Pfeilen nach oben halt an die Wand stellen, das entfernen, aufklappen, dann diese beiden Dinger unten reinmachen und dann ist er schon fast fertig. Dann kommt noch das Teil oben drauf und das war's. Man muss nichts hämmern, nichts schrauben. Ich bin so begeistert, deswegen hoffe ich, dass es halt schnell geht. Gestern beim Aufbauen
Jahren hatten wir so ein Problem mit den Leisten und ich habe die hintere Leiste unten nicht reinbekommen. Jetzt weiß ich aber auch warum, weil ich die vordere zuerst reingelegt habe und das ist mein Fehler. Und ich habe mich so geärgert gestern. Ich dachte, oh scheiß Ikea wieder, ne? Ja, man sollte auch mal die Beschreibung richtig lesen. Dann kann man die Schuld nicht auf Ikea schieben. Tada! Er steht. Und rate mal, wie lange ich gebraucht habe. 1,5 Stunden. Und, oh mein Gott! Ist das riesig, ne? Das sind ja alles Max Klamotten, seine Fußballsachen etc. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich hätten 2 Teile gereicht. Ja, aber egal. Dann kann ich auch noch den Teil mitnutzen. Ja, wir haben ein paar Tage später, wir haben jetzt sogar schon Dienstag und das letzte Mal, dass ich gevloggt habe, war am Sonntag. Und was soll ich sagen, wie man sehen kann, stehe ich schon vor dem neuen Schrank. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an dem Tag dann den ganzen Schrank aufgebaut. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht über das neue Packsystem von Ikea. Das hat es mir unglaublich erleichtert, diese Schränke aufzubauen, so dass ich halt sozusagen halt 4 bis 5 Stunden für gebraucht habe. Wobei die Korpusse am leichtesten waren, halt natürlich dann Türen, Griffe anbringen und Körbe einbringen und sowas. Das hat dann ein bisschen Zeit gefressen und war ein bisschen anstrengend. Ja, und dann ging das große Sortieren, Aufräumen, Umsortieren, Einräumen los. Und ich habe im Zuge des Prozesses des Klamotteneinräumens festgestellt, dass ich noch ein paar Sachen verändern werde. Gleichzeitig habe ich auch drüben bei dem alten Kleiderschrank alles so jetzt sortiert, wie ich es haben möchte. Ich muss aber sagen, wir haben festgestellt, dass der Kleiderschrank einfach viel zu groß ist für Max Sachen. Das heißt, ich kann... ehrlich gesagt füllt Max fast nur eine Hälfte des Schrankes. Und genau, ich zeige euch das aber gleich mal. Ja, hier steht ja jetzt also unser neuer Kleiderschrank. Ich habe in dem Schrank noch mal ein paar Sachen geändert. Und zwar habe ich hier unten, hatten wir erst nur 2 Schubladen, da haben wir jetzt 3. Weil alle unsere Klamotten befinden sich jetzt in diesem Zimmer. Ich habe jetzt gestern dann noch hier meine Unterwäsche rübergeholt und Socken und auch meine Badeanzüge und sowas. Das war und Strumpfhosen, das war vorher noch im Schlafzimmer. Und hier unten ist dann mein Sportequipment, meine Sportklamotten und hier meine Leggings und hier so Loungewear. Und wir hatten hier oben ja noch so eine... Ich nenne es jetzt mal so einen Einlegebogen, den habe ich entfernt und wieder zurückgebracht. Und hier hängen jetzt alle unsere Jacken. Ist auch schön, weil die schleifen nicht auf dem Boden. Ich habe jetzt hier noch von Max so ein paar Schuhe irgendwie platziert. Und ja, ich finde es schön, dass ich jetzt auch noch Teile in dem Schrank mitnutzen kann. Genau, und das ist jetzt Max' Bereich. Hier sind dann seine T-Shirts, seine Pullover, Hosen und alles schön sortiert. Hier ist dann auch so seine kurzen Hosen und Loungewear. Und ich denke, dass er da halt auch die Ordnung ein bisschen besser halten kann. Seine Bläser
oder seine Anzüge, wenn wir mal irgendwie zur Hochzeit eingeladen sind, sowas. Und hier habe ich dann seine Jacken und so ein bisschen seine, ja, so Hoodie-Jacken und sowas platziert. Da oben, genau, so war das auch auf der anderen Seite. Hier ist allerdings noch nichts drin, also auch noch genügend Platz. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, den ich ganz besonders nochmal geändert habe. Und zwar hier. Wie man sehen kann, ist es auch leer. Also ich habe jetzt hier noch, Max hatte ein paar Anzüge aussortiert, die wollen wir noch verkaufen. Aber generell ist dieser Bereich auch noch nutzbar. Hier oben habe ich jetzt Kleiderbügel drin. Und hier habe ich jetzt Max Sportjacken vom Fußball erstmal hingehangen, weil hier auch seine Sportsachen sind. Alle seine Fußballtrikots, seine Fußballpullover. Hier habe ich dann seine Fußballhosen einsortiert, da wäre auch noch genügend Platz. Und hier ist dann so seine Stulpen, seine Fußballhandschuhe, weil er ist ja Torwart. Und das flog halt sonst auch immer in der Wohnung rum. Und ich finde es halt schön, dass wir jetzt hier Platz haben. Und hier unten ist dann so Skisachen, seine Skihose und Skipullover und seine Badehosen habe ich jetzt hier noch einsortiert. Und dann, wisst ihr, ich hatte ja vorhin meine DJ-Ecke und ich hatte ja gesagt, ich habe mein DJ-Pult jetzt im Bettkasten und ich hole das dann nur noch raus, wenn ich irgendwie ja, dann was aufnehme oder übe oder irgendwas mache, ne? So, und dann fiel mir ein, weil es gibt ja für Pax auch diese ausziehbaren Bretter. Kompliment nennen die sich, wo man eigentlich Schmuck, Sonnenbrillen etc. reinsortiert. Und ich habe das jetzt einfach genutzt für mein DJ-Pult und ich bin super happy, weil ich kann das hier so ausziehen. Da unten ist dann eine Steckdose und wenn ich dann was aufnehme oder was mache, dann kann ich spielen. Und das Tolle ist, ich hatte vorher erst so ein Brett und hatte dann überlegt, ob ich das auf das Brett stelle, aber dann wäre es halt hier so unter den Klamotten gewesen. Und dann hätte ich immer irgendwie, falls hier nochmal Sachen hinkommen, das immer so wegschieben oder rausnehmen müssen. Und so kann ich es dann einfach ausziehen. Und dann hängen auch keine Klamotten da drüber. Und es ist nicht im Raum, man sieht es nicht mehr. Also ich finde das super happy. Ich hatte erst Angst, dass das vielleicht zu schwer wäre dafür, aber das hält das wunderbar. Und das heißt, ich habe jetzt auch wieder meine DJ-Ecke, was ich total cool finde. Und vor allem ist die Technik dann nicht so im Raum. Das finde ich immer nicht so schön. Das wirkt ganz unruhig. Und hier habe ich jetzt auch noch Platz für mein Bügelbrett, meinen Wäscheständer, meinen Wäschekorb. Ja, und hier bin ich. Genau, den alten Schrank haben wir ja behalten. Das heißt, wir haben ja auch noch einen schönen großen Spiegel. Und ich zeige euch jetzt mal nochmal den Kleiderschrank, wie das jetzt aussieht. Hier habe ich jetzt alle meine langen Sachen drin hängen. Das heißt, meine Hosenanzüge, meine Kleider. Ich muss das nochmal so ein bisschen farblich sortieren, würde ich sagen. Wobei, ich habe es jetzt erstmal so nach Größen sortiert. Und hier unten habe ich dann meine schickere Schuhe in den Schrank reingestellt, weil ich hatte die erst hier oben drin, aber ich dachte, hey, so ist es viel leichter, da dran zu kommen. Vielleicht mache ich hier auch noch ein Brett hin, habe ich überlegt. Ich muss halt gucken, ob es von der Höhe dann ausreichen würde, weil ich möchte halt nicht, dass dann Sachen wieder auf dem Boden schleifen. Aber ich denke mir halt, eigentlich brauche ich vielleicht auch kein Brett. Aber ich bin super happy mit dieser Lösung. Und hier ist dann, wie man schon sehen kann, mein Sonnenbrillen- und Schmuckbereich. Da muss ich noch mal ein bisschen gucken. Ich hatte hier noch so Lichter, die sind mit Akkus und die gehen jetzt halt an, weil der Bereich, fand ich schon, war sehr dunkel. Und ich habe die jetzt hier dran geklebt und es geht jetzt halt einfach an, wenn es halt dunkel ist. Und finde ich total cool. Ich habe mir jetzt noch 4 andere bestellt, die ich auch noch hier und auf der anderen Seite machen werde. Hier habe ich jetzt meine Bläser und meine Sommerjacken. Und hier sind dann jetzt meine dickeren Jogginghosen, meine Jeans, meine Röcke. Jeder Rock auch auf einem Bügel. Also, dass ich dann immer sehe, was für ein Rock ist das. Vorher hatte ich ganz viele auf irgendwie mehreren Bügeln und ja, ist aber, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich das so lasse. Ich hatte die mal hier von Amazon bestellt und fand das ganz gut mit der Idee. Aber ich weiß nicht, ich bin noch nicht so happy, weil ich das Gefühl habe, hier ist jetzt irgendwie so ein bisschen, die nehmen ganz schön viel Platz weg. Ja, muss ich mal gucken. Hier habe ich dann meine Strickjacken und meine ja, Hoodie-Anzüge, also so Zweiteiler-Sachen.
Ich wollte die erst da in den Schrank einsortieren, habe es dann aber hier gelassen. Dann habe ich mir hier von Amazon so eine Weste geholt, die mit Akku funktioniert und warm wird. Bin mal gespannt, ob das mir im Winter so ein bisschen das Leben erleichtert. Hier drunter habe ich dann jetzt so meine Stiefel platziert. Das passt auch gut rein. Und hier sind jetzt meine Pullover und meine Blusen und Langarm-Shirts. Hier habe ich jetzt meine Tops, meine Bodies und meine T-Shirts. Und wie man sehen kann, habe ich auch gut Platz. Ich will das natürlich nicht alles jetzt vollstopfen. Also mein Ziel ist es jetzt nicht, noch mehr Klamotten zu haben. Also bitte nicht falsch verstehen, sondern einfach, dass es einfach ordentlicher aussieht und wir einfach mehr Platz haben. Und das haben wir jetzt auf jeden Fall. Und genau, die Schränke sind auch jetzt wieder teilweise leer, weil ich die Schuhe jetzt da unten eingeräumt habe. Und das ist dann der Anbauteil. Wie man sehen kann, habe ich jetzt hier schon Perücken platziert. Ich nutze das jetzt hier, um meine Perücken zu stylen oder aufzubewahren. Finde ich total toll, weil ich jetzt da rankomme besser. Und ich bin aber noch nicht so ganz happy mit der Ecke. Hier habe ich jetzt erstmal eine Taschen. Da bin ich auch noch überlegen, ob ich die vielleicht doch wieder da oben reinpacke. Dann wäre das hier aber wieder frei. Und ich mag es irgendwie bequem. Ich will da irgendwie drankommen, aber ich bin noch nicht so ganz happy, weil das noch so ein bisschen alles durcheinander aussieht. Und ich fange jetzt auch schon wieder hier an, meine Perücken hier auch hinzustellen. Deswegen habe ich schon überlegt, ob ich vielleicht doch beides als Perückenspace nutze. Und hier habe ich dann Perücken, die lagere ich jetzt dann auch hier in diesen Boxen drin. Und da unten ist dann unser Wäschekorb, mein Luftreiniger. Dahinter habe ich dann so ein bisschen halt, meine Stative und sowas. Und und das ist ja mein Schminkbereich, den kennt ihr ja schon. Da bin ich halt auch noch so ein bisschen überlegen. Ich habe jetzt meine Parfüms hier platziert. Aber generell bin ich ganz happy damit. Ich habe jetzt hier auch schon wieder freien Platz. Da kann ich dann auch noch mal gucken, dass ich das so ein bisschen umsortiere. Hier habe ich auch noch wieder freien Platz, weil meine Sonnenbrillen jetzt doch da im Schrank sind. Ja, und das ist ja mein Homeoffice-Platz. Den kennt ihr ja schon. Den hatte ich ja letztes Jahr schon mal in einem Vlog euch gezeigt, wie ich das eingerichtet habe. Und das ist jetzt der Balkon. Den habe ich ja als Winter-Ready gemacht. Sieht jetzt natürlich nicht mehr so schön aus. Hier mit den Abdeckungen. Aber ja, das ist ja einfach, um das vor der Witterung und so zu schützen. Muss mal gucken, ich muss das noch befestigen, weil ich so ein bisschen Sorge habe, wenn es dann windig ist, dass mir das dann da rumfliegt. Und hier lagern wir dann erstmal unser Wasser. So, wir haben heute Sonntag und es ist schon ziemlich spät, 1:30 gleich, und ich war joggen, ich habe ziemlich lange geschlafen, dann habe ich ziemlich lange rumgegammelt, weil ich einfach auch mal ein bisschen Pause brauchte. Aber ich möchte jetzt heute hier den Vlog beenden. Ja, und das ist so der aktuelle Stand der Wohnung. Natürlich wird sich hier immer wieder ein bisschen was ändern. Ihr kennt mich. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal einen Zustand vollkommener Zufriedenheit entwickle in meiner Wohnung. Aber mir macht es einfach auch Spaß, Sachen zu verändern. Ich merke aber auch, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen was mit Social Media zu tun hat, weil durch Social Media man sich immer viel vergleicht und Sachen bei anderen sieht und dann will man das auch haben und so. Ist eigentlich ein bisschen so toxisch, muss man so ein bisschen, glaube ich, auch aufpassen. Aber ich bin super happy mit meinem neuen Ankleidezimmer, so wie es geworden ist.
ich glaube, ich habe das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Ich kann immer noch so ein paar Sachen irgendwie ändern. Ist vielleicht noch so ein bisschen cozier, möchte gerne ein bisschen gemütlicher. Ich bin auch noch mit der Deko noch nicht so ganz sicher. Aber mal gucken. Ich werde euch da auf jeden Fall dann neue Updates etc. zeigen. Und ja, wir haben jetzt Anfang November. Vlogmas steht vor der Tür. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt vorher noch einen Vlog geben wird oder ich dann gleich mit Vlogmas starte. Ich vermute mal, es wird aber vorher noch mal einen geben. Aber ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Ergebnis findet, ob ihr auch einen Packschrank habt und was ihr vielleicht noch anders machen würdet. Das interessiert mich immer sehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da, falls du neu hier auf meinem Kanal gelandet bist. Und ja, vielen Dank, dass ihr auch bis jetzt geschaut habt. Und ich freue mich, euch zu sehen oder von euch zu hören in meinem nächsten Video. Und ja, dann bis ganz bald.